Letzte Woche haben wir uns ja die Aufnahmen direkt am Keyboard angeschaut und ab heute soll eine kleine Reihe starten, wie ich das Ganze in Cubase realisiere. Dazu schauen wir uns natürlich erstmal einige Grundlagen im Programm Cubase an und werden dann nach und nach Schritt für Schritt weiter bis zur kompletten Aufnahme uns vorarbeiten. Ja, hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die Musik mit Rico. Ja, in dem heutigen Video wollen wir uns mit den Grundlagen in Cubase beschäftigen. Wir wollen also so weit kommen, dass wir einen Titel, den wir am Keyboard spielen, auch in Cubase aufnehmen können, beziehungsweise dass wir das komplette Arrangement in Cubase machen und dann anschließend unseren fertigen Song als MP3 exportieren können. Das wird natürlich jetzt einige Wochen dauern, indem wir uns dann bis zum Ziel hinarbeiten. Wie gesagt, es gibt sicherlich im Netz viele Cubase-Tutorials. Es ist als Einsteigervideo für die Anfänger gedacht. Als allererstes müssen wir uns natürlich beschäftigen, wenn wir mit einem Programm wie Cubase, Logic oder sonstiges, was es da alles auf dem Markt gibt, Studio One und so weiter und so fort, dass wir bestimmte Hardware-Sachen natürlich erstmal benötigen. Als allererstes benötigen wir natürlich einen Computer. Als nächstes wäre es schön, wenn wir Nahfeld-Abhörmonitore hätten. Notfalls geht es auch mit einem Kopfhörer, den wir natürlich auch für unsere Aufnahmen brauchen. Und die wichtigste Schnittstelle zwischen unserem Keyboard und dem PC ist das sogenannte Audio Interface. Das ist also eine externe Soundkarte, über die wir den Sound unseres Keyboards in unsere DAW bringen. Ich zeige euch jetzt einfach mal kurz meine Komponenten, die ich hier verwende, und anschließend geht es dann an den PC in Cubase. Also auf geht's! So, wir sehen also jetzt hier mein kleines Reich. Die PC-Monitore, links und rechts davon sind meine aktiven Studio-Nahfeldmonitore, in diesem Fall die HS7 von Yamaha, mein PC, mein Einspiel-Keyboard, was ich zusätzlich noch direkt an meinem Arbeitsplatz nutze. Und hier haben wir das Audio-Interface. Haben also hier den Mikrofoneingang, um von diesem Studiomikrofon das Signal in den PC zu bekommen. Als zweiten Anschluss habe ich hier den Anschluss für meine Gitarre. Und hier hinten am hinteren Ende des Interfaces habe ich noch 4 Eingänge, wo ich mein Keyboard mit links, rechts, Sub 1 und Sub 2 zusätzlich in den PC bringen kann. Und diese beiden Klinkenstecker hier gehen direkt in die HS7. Und somit können wir jetzt starten. Ja, das war also ein kleiner Rundblick durchs Studio und die Sachen, die wir da benötigen. Und jetzt gehen wir mal an den Bildschirm und schauen uns das Ganze in Cubase an. Auf geht's! So, wir befinden uns jetzt hier auf meinem zweiten Bildschirm. Ich öffne Cubase. Bei mir ist es die Version 11 Pro. Und es öffnet sich ein Startfenster. Grundsätzlich gehen alle Versionen von Cubase für diesen Kurzlehrgang. Also selbst die kleine Version LE würde ausreichen, um
sagen wir mal, einfache Sachen dort zu gestalten. Je größer die Version, desto mehr Möglichkeiten haben wir natürlich. Aber wir schauen uns das Ganze einfach mal jetzt mit meiner großen Version an und ich versuche das so weit herunterzubrechen, dass wir mit jeder Funktion, ob LE, AI, Elements, Artist oder Pro, dass wir das mit jeder Version hinbekommen. Wir haben also jetzt hier dieses Startfenster und haben hier jetzt verschiedene Möglichkeiten und Vorlagen, die uns schon vorgegeben sind. Wir können also jetzt hier ein Recording machen, zum Beispiel mit 16 Monospuren und 8 Stereospuren plus Effektkanal. Oder können hier unten eine Akustikgitarre mit Gesang aufnehmen, haben also dort schon fertige Presets, die vorgefertigt sind. Wir möchten aber jetzt einfach mal mit einem leeren Eintrag anfangen. In diesem unteren Bereich legen wir fest, in welchem Ordner die ganzen Cubase-Dateien gespeichert werden sollen. Ich habe also für mich hier festgelegt, dass im Ordner F, auf meiner Festplatte F, es einen Ordner Musik gibt und in diesem Ordner Musik gibt es einen Ordner Cubase und ich mache das so, dass ich dann immer noch die Jahreszahl dazu schreibe, so dass die Übersicht dann doch etwas besser gegeben ist. Also in meinem Fall Cubase 2021 und wir haben jetzt hier den Projektordner. Und den Projektordner möchte ich jetzt einfach mal mit Cubase 1 bezeichnen, weil das jetzt das erste Video in unserer kleinen Reihe ist. Hier unten können wir natürlich noch einen anderen Speicherort wählen, aber wir wollen es jetzt bei diesem Speicherort hier belassen. Gehen hier auf Erzeugen und haben somit ein leeres Cubase-Projekt erzeugt. Auf der linken Seite haben wir den sogenannten Inspektor. Danach kommt ein Feld, in dem unsere Spuren sind. Hier haben wir unser Projektfenster, wo wir die Inhalte der einzelnen Spuren dann darstellen. Und hier auf dieser rechten Seite haben wir verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Wir können also unsere VSD-Instrumente anzeigen lassen. Wir können bei den großen Versionen unseren Control Room anzeigen lassen, können das Meter anzeigen, aber wie gesagt, das geht natürlich dann nur bei den größeren Versionen. In diesem oberen Bereich hier können wir uns diese Bereiche ein- und ausblenden. Wir sehen also, wir können hier den rechten Bereich ein- und ausblenden. Das gleiche können wir natürlich mit dem linken Bereich tun. Und in der Mitte hier können wir uns jetzt unsere untere Zone einblenden. Diese untere Zone wiederum können wir jetzt umschalten zwischen der normalen Mixeransicht, einem Editor, den Sample Editor, den es natürlich dann auch bloß in den großen Versionen gibt, und unsere Akkordpads. Möchten diese Zone jetzt natürlich erstmal ausblenden. Und als allererstes müssen wir jetzt unser Cubase natürlich erstmal konfigurieren, dass es dafür geeignet ist, mit unseren Hardware-Komponenten zu arbeiten. Dazu gehen wir als allererstes in den Reiter Studio und in die Studio-Einstellungen. Und wir können jetzt hier unter Audiosystem können wir hier an dieser Stelle eintragen den Treiber unseres Audio-Interfaces. In meinem Fall ist es also das Focusrite. Und ich kann jetzt hier
schon sehen, welche Voreinstellungen an diesem Interface getroffen wurden. Wir haben also hier eine Eingangslatenz von 8,5 Millisekunden und können jetzt natürlich über diese ganzen Einstellungen uns dort die Latenzen nach oben und nach unten stellen, je nachdem wie groß wir die sogenannte Buffer Size, also die Buffergröße an Samples in unserem Audio-Interface einstellen. Wir haben also jetzt hier unseren Focusrite-Treiber installiert, können jetzt mit OK bestätigen, gehen jetzt als nächstes über Studio, Audioverbindungen. Dies können wir auch über die Taste F4 generieren. In unsere Eingangsverbindungen unseres Interfaces. Wir haben ja vor uns in meinem Fall gesehen, dass ich einen Anschluss für das Mikrofon hatte, einen Anschluss für die E-Gitarre und 4 Anschlüsse für mein Keyboard. Jetzt zeigt es uns hier unter Eingänge natürlich nur einen Stereo-Eingang an. Deswegen möchte ich diesen Stereobus erstmal entfernen und wir legen uns jetzt einfach mal für dieses Focusrite Interface die Busse neu an. Dazu gehen wir Bus hinzufügen und möchten jetzt, wir haben ja auf der Vorderseite gesehen, ich nutze einen Eingang für das Mikrofon und einen Eingang für meine Gitarre. Es sind beides Mono-Kanäle, also möchte ich hier 2 Monokanäle hinzufügen. Als nächsten Eingang auf der Rückseite hatte ich mein Keyboard mit links-rechts vom Genus kommend als ein Stereokanal. Möchte also jetzt einen Bus hinzufügen, sage ein Stereokanal, der dann wie gesagt links-rechts für mein Keyboard ist. Und dann hatte ich ja noch 2 zusätzliche Sub-Out-Eingänge vom Keyboard, den Sub-Out 1 und 2, was jeweils wieder Monosignale sind. Also möchte ich jetzt noch 2 weitere Monosignale hinzufügen. Gehe also wieder auf Bus hinzufügen, sage, ich möchte Monosignale haben, 2 Stück an der Anzahl und möchte die hinzufügen. Jetzt können wir das Ganze natürlich noch so machen, dass wir diese einzelnen Eingänge gleich benennen. Ich gehe also in diesen Bereich rein. Mein Mikrofon, was ich hier verwende, ist das Rode ND1. Als zweites habe ich hier meine Gitarre. Der Stereokanal ist Genus links-rechts. Sub-Out 1 vom Keyboard ist der nächste Kanal. Und Sub-Out 2 ist der nächste Kanal bei mir dann. Somit haben wir unsere Eingänge jetzt konfiguriert und möchten das Ganze natürlich noch als Ausgang machen. Gehen also hier oben auf den Reiter Ausgang und sehen jetzt hier den Stereo Out. Hier ist er zurzeit nicht verbunden. Ich muss ihn also hier mit diesem Focusrite verbinden. Wenn wir eine größere Cubase-Version haben, dann können wir hier noch diesen Control Room nutzen und können jetzt hier den Output 1.2 zum Beispiel für unseren Control Room nehmen.
So, wir haben jetzt hier unser leeres Feld für unsere Spuren. Und wenn wir jetzt hier auf dieses kleine Plus drücken, öffnet sich ein kleines Fenster und wir können festlegen, welche Spuren wir jetzt hier einfügen wollen. Wir haben also hier die Möglichkeiten, Audiospuren einzufügen, Instrumentenspuren. Die Instrumentenspuren, das sind im Grunde genommen, ja, ich sag's mal so, Kombispuren aus einem VSD-Instrument und einer MIDI-Spur, die dann gleichzeitig sozusagen MIDI-Daten gleichzeitig dann Audio dieses VSD-Instrumentes wiedergeben können, ohne dass wir da nochmal großartiges Routing im Instrument vornehmen müssen. Wir haben hier bei größeren Versionen Samplerspuren, wir haben MIDI-Spuren, Gruppenspuren, in die wir dann einzelne Spuren zu einer Gruppe zusammenfassen können, zum Beispiel bei den Drums. Ja, hier haben wir noch Effektspuren, Markerspuren, Ordnerspuren, ein Linealhammer, also Tempospuren gibt's. Wir können die Taktart, wir können den Arranger machen, wir haben Akkordspuren, sogar eine Videospur können wir mitlaufen lassen. Das natürlich alles dann nur in den größeren Versionen. Aber wir wollen uns jetzt einfach mal eine MIDI-Spur anschauen. Wir sagen jetzt Spur hinzufügen. Und ihr seht, es öffnet sich jetzt hier im linken Fenster, der sogenannte Inspektor, öffnet sich jetzt alles, was man mit dieser MIDI-Spur machen kann. Als allererstes können wir diese MIDI-Spur benennen, indem wir einfach doppelt hier reinklicken und können die jetzt umbenennen. Wir sagen jetzt einfach mal, die soll Strings heißen und wir wollen dann später Strings von unserem Keyboard ansteuern. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, diese Spur auch entsprechend einzufärben. Können also jetzt hier auf dieses kleine Dreieck klicken und können jetzt bestimmte Spurfarben festlegen. Da ist es natürlich schön, wenn man sich dann sein eigenes Muster anlegt. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass Schlagzeugspuren immer blau sind, der Bass ist gelb, die Gitarren sind bei mir grün und alles, was in Richtung Pad, Strings geht und Synths, das ist dann alles in diesen rötlichen Tönen gehalten. Und die Gesangsspur ist bei mir ganz rot. Wir können also jetzt für die Strings mal diese Farbe festlegen und sehen dann, dass dieser Bereich in diesem lila gehalten wird. Wir haben jetzt hier einen Lautstärkeregler für unsere Spur, können hier das Panorama verstellen, haben hier unseren Eingangsrouting. Also zurzeit ist es so, dass alle MIDI-Kanäle auf diese MIDI-Spur wirken. Und wenn ich da jetzt mal draufklicke, kann ich dann festlegen, was zum Beispiel auf diese MIDI-Spur wirken soll. Ich könnte jetzt sagen, dass das Signal von meiner Digital Workstation, also sprich von meinem Keyboard, kommen soll. Dazu muss natürlich auf dem PC der Treiber installiert sein und das Keyboard muss eingeschaltet sein, bevor Cubase gestartet wird. Danach haben wir hier unsere Ausgänge, können hier also unser Ausgangsrouting festlegen und können sagen, als Sounderzeuger wollen wir jetzt zum Beispiel unser Digital Workstation 1 haben, also unser Keyboard. In diesem Fall mein Genos. Ja, und haben jetzt hier an der Seite noch verschiedene weitere Fenster, die wir auch über dieses kleine Zahnradsymbol hier unten ein- und ausblenden können. Also wir können jetzt sagen zum Beispiel, ich möchte die Track-Version nicht sehen, schalte die also hier aus und sie verschwindet hier.
Dafür möchte ich auch zum Beispiel das Feld Notizen sehen. Ich klicke es an und schon habe ich hier das Feld. Ja, und hier haben wir dann noch MIDI-Insert-Effekte, verschiedene MIDI-Parameter, MIDI-Sendeffekte, den Kanalzug. Der Kanalzug ist eigentlich bei allen Spuren relativ gleich. Wir haben also hier oben das Panorama, haben hier unseren Kanalzugregler, können hier oben stumm schalten, können Solo schalten und haben jetzt hier W und R, Write und Read. Wir können also jetzt hier über diese Funktion, wenn wir die aktivieren, können wir dann bestimmte Automationsdaten auf diese Spur mitschreiben. Und wenn wir die geschrieben haben, lassen wir dieses Read-Zeichen an und können diese Spuren oder diese erzeugten Controllerdaten dann abspielen. Ja, hier können wir die Aufnahme aktivieren und hier haben wir eine Monitorfunktion, wenn es dann ans Aufnahmen geht. Aber dazu später mehr. In diesem Bereich der Spur können wir natürlich jetzt hier durch Rechtsklick auf unsere Maus uns die Werkzeugleiste anzeigen. Diese Werkzeugleiste haben wir auch hier oben in unserem oberen Bereich, in unserem Feld und haben jetzt hier verschiedene Auswahlwerkzeuge. Wir haben also jetzt unsere Objektauswahl, können unseren Auswahlbereich festlegen, haben hier einen Stift, mit dem wir bestimmte Sachen einzeichnen können, ein Radiergummi zum Löschen, eine Schere zum Schneiden. Wir können das Ganze wieder zusammenkleben, wir können bestimmte Teile stumm schalten, wir können hineinzoomen und haben jetzt hier noch unsere Warp-Funktionen, ein Lautsprechersymbol, wo wir die Wiedergabe haben und können auch noch hier bestimmte Parts einfärben. Wir können also jetzt sagen, wir haben hier eine lilafarbene Spur, möchten aber einen bestimmten Bereich mal hervorheben, einen bestimmten Part, den wir gerne gelb einfärben möchten. Das ist also alles möglich. Wir gehen also jetzt mit der rechten Maustaste mal auf unseren Stift und möchten uns hier mal einen Takt einzeichnen. Wenn wir jetzt wieder auf die rechte Maustaste gehen, springt automatisch der Mauszeiger wieder hier auf unser Bearbeitungsfenster. Wir können jetzt hier diesen Part zum Beispiel verlängern, kürzen und durch einen Doppelklick kommen wir jetzt in die Piano-Rolle. Wir können jetzt also hier in diesem Fenster unsere einzelnen Noten einzeichnen. Also es geht wieder genau so. Wir gehen auf unseren Stift und können jetzt hier eine Note einzeichnen. Die nächste Note, die nächste Note. Jetzt hört man natürlich nichts, wenn ich das Ganze abspiele. Und warum hört man nichts? Weil ich dieser MIDI-Spur noch keinen Sound zugewiesen habe. Ja, und wie ich jetzt dieser MIDI-Spur einen Sound zuordne und viele, viele andere Dinge, das erfahrt ihr im nächsten Video unserer kleinen Cubase-Reihe. Falls euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert gern meinen Kanal und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, euer Rigo. Ciao.